Sven. Fertig zum Drahtschneiden. Super, vielen Dank. So, nun sind wir an Station 4 an unserer Drahtschneidmaschine CAT P550 angelangt. Wir erodieren nun in das bereits gefräste und texturierte Bauteil den Schlitz, der während der OP das Sägeblatt zum Abtrennen des Tibiaknochens positioniert und geführt wird. Auch hier wird wieder die Maschine über unseren System 3R Zellmanager gesteuert. Der Schneidvorgang wird automatisch nach dem Scanvorgang über den ID-Chip an der Palette erkannt und die Automationsanlage startet dann selbstständig den Einwechselvorgang sowie den Erodiervorgang. Wie bereits erwähnt, beginnen wir nun das Bauteil, dieses Mal adaptiert auf einen Drahtschneidhalter. Nun in das Palettenmagazin des WPT1 Plus einzulegen und den Scanvorgang zu starten. Sehen Sie nun, dass wir trotz unterschiedlicher Maschinen, Technologien und Steuerungen immer die gleiche Bedienoberfläche an unserem Zellmanager vorfinden, was das einfache Handling von diesen teil- und auch vollautomatisierten Prozessen verdeutlicht. Es wäre auch möglich gewesen, alle bisher gesehenen Maschinen in eine große Fertigungszelle zusammenzufassen, wodurch dann später der manuelle Bauteiltransport entfallen würde. Unsere modularen Magazine haben eine sehr hohe Flexibilität, was dem Bediener es ermöglicht, sich selbst zu verwirklichen und an seine Bedingungen anzupassen. Wenn man ein Magazin hat, kann man jederzeit ein zweites hinzufügen. Der WPT1 Plus ist gleichermaßen ideal für Fräsmaschinen, Senkerodiermaschinen, Drahterodiermaschinen und Lasermaschinen. Schauen wir uns nun etwas genauer unsere CAT P550 Drahterodiermaschine an. Die Verfahrwege der Maschine betragen in X 550 mm, in Y 350 mm und in Z 400 mm. Sie können von 7/100 bis 3/10 Durchmesser Drähte verwenden. Die wahrscheinlich mit umfangreichste Standard-Technologiedatenbank am Markt, die eine Vielzahl von fertigen Technologien für unterschiedlichste Materialien bietet, von Titan bis Hartmetall, und natürlich unser innovatives Generatorkonzept, welches der Maschine ermöglicht, während dem Bearbeitungsprozess sich auf unterschiedliche Schneidbedingungen einzustellen und somit ein qualitativ hochwertiges und vor allem prozesssicheres Schneidergebnis garantiert. Sehen wir nun, Alleinstellungsmerkmale für die Maschine wären außerdem noch unser Taper Expert zum Schneiden höchstgenauer Koniken, das ISPS SparkTrack Modul zur Verhinderung von Drahtrissen. Wir haben das 3D-Setup für Kompensation der Bauteilschieflage, sehr schnelle und prozesssichere Einfädelvorgänge und auch unseren RFID-Sensor zur automatischen Drahtsortenerkennung. Mit Smart Wire haben Sie immer den richtigen Drahttyp wie auch ausreichend Drahtmenge auf der Maschine. Anschließend werden Drahttyp und auch der Drahtverbrauch gespeichert, den man jederzeit später einsehen und abrufen kann. Sehen wir nun das Bauteil in der Bearbeitung. Als Dielektrikum dient uns hier vollentsalzenes Wasser, welches rückstandsfrei zu sehen ist und später durch Trocken- und Ausblasstationen entfernt werden kann. Als Draht dient uns hier ein zinkbeschichteter Messingdraht, welcher je nach Anforderung auf bestmögliche Qualität oder aber auch maximale Abtragsleistung ausgelegt werden kann. Im besten Fall natürlich den Mix aus beidem. Wenn anschließend unser Bauteil fertig ist, können wir es an dem WPT1 Plus wieder herausholen.